Hey friends! Hey Freunde! I hope you are liking this series, listening to it as much as I like teaching it. Ich hoffe, dass du diese Serie magst, so wie ich es mag, sie zu lehren. Now we just have to find out if Daniel likes translating it. Jetzt müssen wir nur herausfinden, ob Daniel gerne übersetzt. More or less. Mehr oder weniger. You know, but anyhow, he's very happy here. Wie auch immer, er ist sehr glücklich, Comfortable. bequem. As always doing 5 other things while he translates for me. Er macht immer 5 andere Dinge, während er für mich übersetzt. You guys didn't know that he's a genius, did you? Ihr wusstet nicht, dass er ein Genie ist, nicht wahr? It takes a genius to be the world's best translator while he's reading his own stuff, half asleep and doing many other things. Man muss ein Genie sein, um den weltbesten Übersetzer zu sein, während er seine Dinge liest, halb schlafend und viele andere Dinge tut. Anyhow, are you studying something, Daniel, here? Wie auch immer, studierst du etwas, Daniel? Are you studying something while you're translating for me? Studierst du etwas, während du für mich übersetzt? Are you moving out? Siehst du aus? Don't scare me. Mach mir keine Angst. Make me cry. Du bringst mich zum Weinen. Anyhow, now you know, I wish we'd have a video here. You can see how much fun we have. Ich wünschte, dass ich ein Video hätte, so könntest du sehen, wie viel Spaß wir hier haben. Anyhow, maybe half I can create a little bit and put it on stories. Vielleicht kann Hafer ein wenig kreieren und es in die Stories posten. How we actually teach people on Telegram in our devotion. Wie wir tatsächlich Menschen auf Telegram lehren in unseren Andachten. You just keep doing what you're doing, Daniel. Don't pretend. Mach einfach weiter, Daniel, was du machst. Spiele uns nichts vor. Okay, Okay, let's go, people. lass uns starten. So look, we're going to keep talking about bitterness. Wir sprechen weiter über Bitterkeit. There are 2 examples of bitterness in the Bible that I would like to talk about. In der Bibel gibt es 2 Beispiele von Bitterkeit, worüber ich sprechen will. Now, there are many more than 2. Es gibt viel mehr als nur 2. But I want to pick out 2 because there are great lessons to learn. Ich will 2 herausnehmen, weil es großartige Lektionen sind, die wir lernen können. The first one is in Genesis chapter 34. Die erste ist in 1. Mose 34. It is the bitterness of Levi and Simeon. Es ist die Verbitterung von Levi und Simeon. You know, look what happened. Schau, was passierte. I mean, you know that Levi and Simeon, they were Jacobs' sons. Du weißt, dass Levi und Simeon Jakobs Söhne waren. So here's what happened. Hier ist, was passierte. There is this prince and he dishonored the sister of these 2 brothers. Da ist dieser Prinz, der die Schwester dieser beiden Brüder entehrte. Her name was Dinah. Ihr Name war Dina. So this prince basically raped her. Dieser Prinz vergewaltigte sie. You know, he took her and had sex with her. Er nahm sie und hatte mit ihr Sex. But what happened in this story? Was passierte in der Geschichte? Jacob, the girl's father, he managed to forgive. Jakob, der Vater der jungen Frau, schaffte es zu vergeben. I mean, he forgave the man who did this to his own daughter and he resolved the issue in his heart. Er vergab dem Mann, der dies seiner eigenen Tochter angetan hatte, und er löste das Problem in seinem Herzen. You can read the whole story. Du kannst die ganze Geschichte lesen. But Simeon and Levi did not forgive. Aber Levi und Simeon haben nicht vergeben. They gave in to bitterness and resentment. Sie gaben sich der Bitterkeit und dem Groll hin, And then they took their sword und dann nahmen sie das Schwert and by surprise they killed every single man in that city. und sie töteten jeden einzelnen Mann in dieser Stadt. Now look, Schau, was this a real, very serious situation? war dies eine ernsthafte Situation? Well, of course it was. Natürlich. This was not a little offense where somebody just talked a little bad about somebody. Das war kein kleines Vergehen, wo jemand schlecht über jemand gesprochen hatte. No, 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 no. Nein, 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 nein. This actually was a serious sin that happened. Das war eine ernste Sünde, die passierte. So what happened? Was passierte? It's really crazy that the father was able to forgive, but the 2 brothers, they were not able to forgive. Es ist wirklich verrückt, dass der Vater vergeben konnte, die beiden Brüder aber nicht. Do you know what? Weißt du was? Their bitterness has made such a mess that is incredible. Ihre Verbitterung hat ein so großes Durcheinander angerichtet. Unglaublich. Look what happened. Schau, was passierte. You know, here is the lesson we have to learn from this story. Hier ist die Lektion, die wir von der Geschichte lernen müssen. First of all, Erstens, that the root of bitterness blinds us so that we act without any restraint. die Wurzel der Bitterkeit macht uns blind, dass wir auf eine total inkonsequente Art und Weise reagieren. These guys, they had no more restraints in what they now did. Sie hatten keine Einschränkungen mehr in dem, was sie taten. I mean, murder every man in the whole city. Sie töteten jeden Mann in der Stadt.
Nothing justifies this. Nichts rechtfertigt das. That's the first lesson you learn. If you keep bitterness, you will act without restraint. Das ist die erste Lektion, die du lernst. Wenn du Bitterkeit behältst, wirst du total inkonsequent handeln. Second lesson. Zweite Lektion. The root of bitterness will always cause the desire for revenge. Die Wurzel der Bitterkeit bringt immer den Wunsch nach Rache mit sich. Always. Immer. I'm going to give you something that helped me so much. Ich gebe dir etwas, was mir so sehr geholfen hat. That helped me overcome bitterness and the desire for revenge. Was mir half, Bitterkeit und den Wunsch nach Rache zu überwinden. Listen. Hör zu. Jesus said, Jesus sagte, everything that you want men to do unto you, you do unto them. alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. We call this the golden rule. Wir nennen dies die goldene Regel. You know, when I was deeply hurt by people, wenn ich sehr tief von Menschen verletzt werde, I ask myself this question. Stelle ich mir diese Frage. Everything I've ever done wrong, alles, was ich hier falsch gemacht habe, against anybody, gegen jedermann, do I want people to take revenge? Will ich, dass die Menschen Rache ausüben? I said, no. Ich sage, nein. I want to be forgiven. I want to be treated with kindness and mercy. Ich will, dass man mir vergibt. Ich will mit Freundlichkeit und Barmherzigkeit behandelt werden. Therefore, I will never take revenge. Deshalb werde ich nie Rache nehmen. But bitterness will always cause this desire to arise. Bitterkeit wird immer diesen Wunsch hervorrufen. See you tomorrow. Bis morgen.